Ich erinnere euch nochmal daran, wir machen jetzt gleich eine kleine Reise mit dem Herzsutra. Vermutlich habt ihr es ja schon ausgedruckt. Tobias, magst du mir die zweite Seite zeigen? Ja, da wechselt sich die Welt. Mhm. Mhm. Und sogar auf der dritten Seite tauchen sie schon auf. Mhm. Mhm. Na dann. Okay, wir sind bereit. All die wunderbaren Mitreisenden sind wieder an Bord. Sangye Chedan Sogen Janamla Janjom Bado Dane Kyapsuji Dagi Jinsoji Besenamji Dola Penje Sangye Jompasho Sangye Chedan Sangye Janamla Janjom Pado Dane Kyapsuji Dagi Jinsoji Besenamji Dola Penche Sangye Jompasho Sangye Chedan Sangye Janamla Chanjom Pado Dane Kyapsuji Dagi Jinsoji Besenamji Dola Penje Sangye Jompasho Semchen Tamchen Dewa Dan Dewen Judan Demba Jujing Dunal Dan Dunal Jin Judan Dewa Jujing
Dunamemba Deva Damba Damindra Junjik Nirin Chandan Nidan Javantan Non Chambola Neban Junjik Sem Chan Tam Jan Deva Dan Devan Judan Damban Junjik Dunan Dan Dunan Jin Judan Javan Junjik Dunamemba Deva Damba Damindra Junjik Nirin Chandan Nidan Javantan Nam Chambola Neban Junjik Sam Chan Tam Jan Deva Dan Devin Judan Damban Junjik Dunan Dan Dunan Jin Judan Javan Junjik Dunamemba Deva Damba Damindra Junjik Nirin Chandan Nidan Javantan Nam Chambola Neban Junjik Vandan Savela Marimponche Dagechi Wompeden Chunla Kadin Champungonen Jesunte Kusun Toging Drum Sanduse. Auf unserer Reise sind wir an einem kleinen Rastplatz angekommen. Wir machen jetzt eine Sightseeing-Tour, nicht wahr? Wir machen jetzt eine kleine Tour und drehen eine Runde durch das Herzsutra. Die Essenz des erhabenen Weisheitsparamita, also die Weisheit, die ans andere Ufer führt, die uns ans andere Ufer des Ozeans von Samsara führt. Bekannt als Herzsutra. Auf Sanskrit Bhagavati Prajnaparamita Hridaya. Bhagavati, das ist sie, die Buddhi, die Erwachte, die Erleuchtete. Prajnaparamita ist die befreiende Weisheit und Hridaya heißt Herz, die Essenz. Die Essenz des Weisheitsparamita der erhabenen Mutter. Ich verbeuge mich vor dem Weisheitsparameter der erhabenen Mutter. Diese Worte habe ich einst gehört. Der Buddha hielt sich gemeinsam mit einer großen Versammlung von Mönchen und einer großen Versammlung von Bodhisattvas am Gayaberg in der Nähe von Rajgir auf. Damals verweilte der Buddha im Samadhi der Vielzahl der Phänomene, der Erscheinung des Tiefgründigen genannt wird. Also der Buddha war gerade mal in Samadhi eingetreten und ging ganz in der tiefgründigen Natur des Seins auf. Zur selben Zeit betrachtete auch der Bodhisattva Mahasattva, der edle Avalokiteshvara, Chenrezi, die Anwendung des tiefgründigen Weisheitsparamita, wie das umzusetzen und zu verstehen sei. Er sah, dass auch die 5 Skandhas leer von einer Eigennatur sind. Vom Buddha inspiriert, richtete dann der ehrwürdige Shariputra
folgende Worte an den Bodhisattva Mahasattva, den edlen Avalokiteshvara. Wie sollten Söhne oder Töchter der edlen Familie vorgehen, die sich in der Anwendung des tiefgründigen Weisheitsparameter üben wollen? So sprach er. Und der Bodhisattva Mahasattva, der edle Avalokiteshvara, antwortete dem ehrwürdigen Shariputra mit folgenden Worten. Shariputra, Söhne oder Töchter der edlen Familie, also die in den Fußstapfen des Buddhas unterwegs sind, die sich in der Anwendung des tiefgründigen Weisheitsparameter üben möchten, sollten folgende Betrachtungen durchgehen. Sie sollten genau und folgerichtig die Leerheit, die leere Natur, das Fehlen einer Eigennatur, auch der 5 Skandhas betrachten. Form ist leer, Leerheit ist Form. Leerheit ist nichts anderes als Form und Form ist nichts anderes als Leerheit. Das erste Skandha. Ab hier gehen wir ein bisschen langsamer. Wahrnehmung von Formen. Jetzt tauchen gerade Klänge im Hören auf. Im Sehen tauchen visuelle Eindrücke auf, den Körper spüren wir, all diese Formen. Ihre unfassbare Natur, dieses nicht Greifbare, dass da kein Wesenskern zu erwischen ist, dass sie sich dem Zugriff entziehen, obwohl sie so deutlich wahrgenommen werden. Das nennen wir die leere Natur der Formen. Das ist so weit, so gut. Also das, was so wirklich erscheint, hat nicht wirklich einen Wesenskern, hat keine Substanz. Und jetzt kommen wir zur Umkehrung. Die werden wir bei jedem der Skandhas auch praktizieren, auch erkennen müssen. Die leere Natur, dieses Nicht-Fassbare, ist genau das, was es möglich macht, dass all diese Formen entstehen. Nur weil sie keinen soliden Wesenskern haben, können die Geräusche in unbeschränkter Geschwindigkeit und Vielzahl aufeinander folgen. Nur deshalb können unbeschränkt viele visuelle Wahrnehmungen aufeinander folgen. Nur deswegen hat es noch nie einen Verkehrsstau bei uns im Denken gegeben. Es gab keine Blockaden. Seit der Kindheit immer hat sich alles gleich wieder ins Nächste aufgelöst. Das heißt, die leere Natur ist tatsächlich die absolute Voraussetzung von Lebendigkeit, von Leben, von Kreativität. Wenn Formen nicht leer wären, würden sie ja bleiben. Müssten wir sie irgendwie recyceln oder so. Wir müssten irgendwie dazu beitragen, dass sie sich wieder auflösen und Platz fürs Nächste schaffen. Aber es gibt keinen Platz zu schaffen. Das geschieht alles von selbst. Es hat nichts irgendeine blockierende Qualität. Drum ist Leerheit Form. Form ist Leerheit. Übrigens gibt es nie die leere Natur zu finden, ohne dass sie die leere Natur von etwas ist, was gleichzeitig wahrgenommen wird. Leerheit als solche ist nicht zu finden, gibt es nicht. Es gibt sie immer nur als die wahre Natur von dem, was zunächst in unserem mangelnden Gewahrsein als nicht leer erscheint, als irgendwie dinghaft erscheint.
Okay? Ebenso sind Empfindungen, Unterscheidungen, Geistesfaktoren und die Aspekte des Bewusstseins leer. Nehmen wir uns aber da ein bisschen Zeit dafür. Avalokiteshvara meint ja, wir sollten das wenigstens ein bisschen kontemplieren. So, haben wir schon. Empfindungen, all die Gefühlstönungen. Klar. Unendliche Vielfalt von Gefühlstönungen, die wir schon in diesem Leben erlebt haben und die unablässig ineinander übergehen. Alle ohne Substanz, alle von leerer Natur. Das ist schon mal wunderbar. Gibt es gar nichts zu tun, dass sich Gefühlstönungen, Empfindungen auflösen. Und sie können auch, genau wie die Formen, nur deswegen entstehen, weil sie von leerer Natur sind. Sonst hätten sie Mühe. Sie müssten sich breit machen. Sie müssten die andere Gefühlstönung erst auf die Seite schaffen und dann, die ist ein bisschen eckig und ja, und und dann haben wir so ein bisschen neue Gefühlstönung, aber die alte ist irgendwie immer noch da, weil sie ja Substanz hat, weil sie einen Wesenskern hat. Und dieser Wesenskern, der ist per Definition, ist der nicht wegzukriegen. Deswegen heißt er ja Wesenskern. Und leer bedeutet leer von einem Wesenskern. Und so sehen wir ein erneutes Mal, diese ganze Lebendigkeit des Seins, die Dynamik, die ist von leerer Natur und sie kann sich auch nur vollziehen, weil sie von leerer Natur ist. Das ist gar keine Überraschung, das muss so sein. Jetzt gehen wir eins weiter. Unterscheidungen. Wisst ihr noch, all die Benennungen, die uns in den Kopf kommen, all das Wissen, die Erfahrungen, die Fähigkeit, fein zu unterscheiden. All diese Geistesbewegungen, die damit zu tun haben, dass wir unterscheiden, dass wir uns zurechtfinden, dass wir erkennen, dass wir verstehen können, wow, all das. Wie viele Aberbillionen von solchen Geistesbewegungen hat es schon in unserem Geistesstrom gegeben? Allein schon in diesem Leben. Allein schon, solange wir uns erinnern können. Es nimmt überhaupt kein Ende. Schaut euch einfach mal um hier im Zimmer. Dieses Unterscheiden von Farben und Formen und Inhalten und das Hören, was jetzt gerade stattfindet. Wie unendlich schnell und wie unendlich viele Unterscheidungen jetzt schon gerade in der letzten Viertelstunde stattgefunden haben. Wow. Ja, alle von leerer Natur. Sonst wäre bei dieser Vielzahl von Geistesbewegungen, wäre bestimmt das Quantum für heute schon längst erreicht. Doch. Nichts mehr da. Jetzt ist wieder völlig frei. Jetzt ist wieder ein freier Moment, wo wieder Neues sich zeigt. Dank dieser Kreativität in ihrer unglaublichen Geschmeidigkeit, in ihrer Unbehindertheit. Man nennt das die unbehinderte Kreativität des Geistes. Und die bringt unaufhörlich Geistesbewegungen hervor. Wow! Weil auch sie nicht solide ist. Ja. Die sogenannte Kreativität und der sogenannte Geist, die sind eben auch nicht solide, die haben auch keinen Wesenskern, sind auch pure Dynamik. Das ist, was damit gemeint ist. Etwas, was durch und durch von leerer Natur ist pure Dynamik. Nichts Materielles, nichts Substanzielles. Pure Dynamik macht es möglich, dass unendliche Unterscheidungen entstehen. Und so geht es direkt weiter mit den Gestaltungen, den Geistesfaktoren.
diese Geistesfaktoren, diese Gestaltungen, ob wir jetzt 51 oder 53 zählen, je nach Abhidharma, spielt überhaupt keine Rolle. Es sind sowieso unendlich viele. Es gibt ja nicht einen Geistesfaktor Zweifel und einen Geistesfaktor Vertrauen. Nee. Wie viele Formen von Zweifel haben wir schon kennengelernt und wie viele Formen von Vertrauen? Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Es ist ja nur angedeutet mit diesen paar Worten. Eine unglaubliche Vielzahl von gestaltenden Kräften, von gestaltenden Geisteszuständen. Wow. Kann man nur sagen, ein Glück, dass die leer sind. Sonst wäre ich irgendwo hängen geblieben. Irgendwo hätte es eine Blockade gegeben, weil sich etwas nicht auflöst, weil es tatsächlich Wesenskern hat. Übrigens, nicht nur, dass es sich dann nicht auflöst, es entwickelt sich auch nicht weiter. Stellt euch vor, ihr freut euch. Schiere Freude und ihr sagt, super, wow, und mittendrin bleibt stecken. Oh. Selbst die Freude bleibt stecken, weil sie sich nicht weiterentwickeln kann. Stellt euch mal vor, was für ein Drama. Ja? Drama mitten im Schönsten erleben, weil die Dinge nicht geschmeidig sind. Weil sie Substanz hätten. Ihr wisst ja, ne? Autos auf der Straße, die geben schnell mal einen Stau. Wo ein Auto ist, kann nicht ein zweites Auto sein. Es muss erstmal weg. Und wenn mehrere zusammenkommen, Katastrophe. Und alle sind sie eigentlich mit den besten heilsamen Absichten gestartet. Und alle sind sie wunderbar schön sauber gewaschen und haben viele PS unter der Haube. Aber Blockade, ne? Substanz. Da können sie noch so toll sein. Und stellt euch das mal im eigenen Geist vor, diese ganzen Gestaltungen. Gestaltungen sind wie so Autos, die losfahren und Motorräder dazwischen und ein paar Vögel und ein paar, ja, jede Menge Kräfte, die aber überhaupt keine Blockaden ergeben, die miteinander zusammenwirken, Wirkfelder von Kräften, wo jede Kraft die andere mit beeinflusst und es miteinander weitergeht, ohne dass je irgendetwas auch nur für einen Wimpernschlag stillsteht. Nicht mal für einen Augenblick. Das Wort Augenblick ist eigentlich Wimpernschlag. Ja? Nicht mal für einen Wimpernschlag ist irgendwo zu bemerken, dass etwas sich verfestigt. Das ist die leere Natur der Gestaltungen. Und die gilt für Hass und Wut genauso wie für Verliebtsein und Dankbarkeit. Ja. Absolut gleich. Und weil das so ist, weil sie alle von leerer Natur sind und die grundlegende Dynamik, ihre Grundnatur, leer ist, also ohne Substanz, deswegen können sie alle entstehen. Stellt euch vor, wenn etwas mit Substanz entstehen würde, dann müsste sich zum Beispiel Liebe, ja, die müsste sich ein bisschen aufbauen, ein bisschen wieder aufbauen, ein bisschen wieder aufbauen. Die Partikel Liebe, die müssten sich irgendwie aufeinander aufbauen, bis es dann mal Liebe hat. Aber ein Gefühl von Liebe kann so schnell da sein, genauso wie ein Gefühl von Hass so schnell da sein kann. Das ist ihre leere Natur. Weil sie leer sind, können sie entstehen. Okay? Das ist wow, wenn man sich das klar macht. Ja? Und dann haben wir natürlich die Bewusstseinszustände hier, die verschiedenen Aspekte des Bewusstseins. Ja. Das ist eigentlich, was damit gemeint ist das Zusammenwirken von all dem anderen. Das ist die Summe. Das, was in der Summe das Jetzt-Bewusstsein ergibt, das Jetzt-Gewahrsein. Das ist unglaublich. Das ist sowas von
wie soll man sagen, erstaunlich, wie unsere Fähigkeit, auf einen Farbteppich zu schauen. Und auf diesem Farbteppich, wo so viele Farben sind, wie auf dem Tanker hinter mir, darin Sinn zu entdecken. So ist das auch mit den Situationen. Die sind so vielschichtig, das ist zweidimensional. Ja, zweidimensional. Wir sehen, es geht nur ums Sehen. Aber wir können ja sowas Zweidimensionales sehen, wir können es gleichzeitig in seiner Bedeutung erfassen und noch den Raum, in dem das Ganze stattfindet und der Typ, der davor sitzt und darüber spricht. Das können wir alles gleichzeitig, weil nichts irgendwie Substanz hat. Es ist nicht fassbar, es ist tatsächlich von leerer Natur, die Worte reichen nicht aus, das zu beschreiben, so vielschichtig ist unser momentanes Erleben. Und tatsächlich, wenn es das nicht wäre, könnte es sich auch gar nicht zeigen. Das ist immer der Umkehrschluss. Ne? Die meisten Menschen, die kennen vom Herzsutra nur 2 Sätze. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Aber dass das die ganze Zeit weitergeht, dass alle Bereiche des Seins gemeint sind. Also hier jetzt erstmal alle 5 Skandhas. Das wird beim Zitieren des Herzsutras oft vergessen. Das ist nur der Anfang einer langen Reihe von Aufzählungen, wo es darum geht, dass nichts im Universum einen Wesenskern hat, dass alles pure Dynamik ist. Und weil es pure Dynamik ist, kann das Universum so vielgestaltig sein. Das ist der Umkehr. Die Umkehr ist immer, genau weil es so ist, kann es so sein. Ja? Weil es von leerer Natur ist, kann es sich so zeigen. Das ist die Bedingung. Deswegen kann man sagen, Leerheit ist Form. Hat auch den zweiten Grund, den hatte ich schon erwähnt, weil die leere Natur findet man nie ohne Form, ohne Unterscheidung, ohne Gestaltung und so. Ja? Form steht hier für all die Gestaltungen stellvertretend. Man kann sie nicht so, es gibt sie nicht in Reinkultur sozusagen ohne Inhalt. Es bezieht sich immer auf gewisse Erlebnisinhalte. Die Inhalte des Erlebens werden erkannt als ohne Substanz. Aber die Substanzlosigkeit ohne Inhalte ist nicht zu finden. Deswegen muss man sagen, Substanzlosigkeit immer mit etwas als die wahre Natur von etwas, was so ausschaut, was sich so anfühlt, als hätte es Substanz. Oh, Antje, mittendrin. Also Antje kriegt jetzt mal das Mikro. Die ist frech, ich sag's euch. Das kriegt man nur hin, wenn man sich gut kennt, oder? Also Antje. Mir kam gerade noch durch den Kopf, es gibt doch im tibetischen Buddhismus dieses Leerheit Erscheinungen, Leerheit Phänomene. Darum geht es gerade. Erscheinungen bedeutet all die 5 Skandhas zusammen. Das wird Erscheinungen genannt. Ja? Ja. Okay, gut. Das war eine gute, hilft euch auch, ne? Erklärende Frage. Also, was wir Erscheinungen nennen in den Mahamudra-Unterweisungen, das sind all diese Aspekte des Erlebens als Sammelbegriff. Gehen wir mal weiter. Also Shariputra, so sind alle Dinge, könnt ihr auch übersetzen als Phänomene, so sind alle Phänomene leer. Da darfst du auch Erscheinungen einsetzen. Sie haben keine Wesensmerkmale. Sie sind nicht entstanden und sie vergehen nicht. Ups, jetzt kommt ja noch was Neues rein. Sie haben keine Wesensmerkmale. Das ist immer ein bisschen krass, oder? Was ist denn damit gemeint? Schaut, wenn wir, ich nehme ein einfaches Beispiel aus dem Hören. Beispiel aus dem Hören. Ne? Wir nehmen jetzt ein Beispiel. Das Beispiel. Ne?
Da hat es Merkmale, ein B, ein I, ein S, ein P, I, E, L und die damit verbundenen Assoziationen. Ja, nichts von all dem hat Substanz. All die Merkmale, mit denen wir Dinge identifizieren, die haben auch keine Substanz. Schaut, da oben, das nennen wir Medizin-Buddha. Ein Tanka, ein Rollbild von einem Medizin-Buddha. Er hat Merkmale. Aber keines dieser Merkmale, seine blaue Farbe, ja, die Ahura-Pflanze in der rechten Hand, die linke Hand im Schoß in Meditationshaltung mit der Schale voller Nektar. All das sind Eindrücke, die keine Substanz haben. Kaum schaut ihr woanders hin, keine Substanz. Es bleibt nicht im Geist, es bleibt nur da oben auf dem Tanka, solange wie wir das Tanka nicht übel behandeln. Ja? Da bleibt es noch eine Weile so und kaschiert seine Vergänglichkeit, aber eigentlich total vergänglich. Ein bisschen Hitze, ein bisschen Wasser, ein bisschen Druck, ein bisschen, ja, und schon ist nichts mehr übrig von dem wunderbaren Tanka. Es offenbart sich als ohne Substanz. Außen genauso wie als geistiges Phänomen. All die Merkmale, durch die wir wissen, dass das ein Tanka ist, zum Beispiel, dass es von Stoff umrandet ist und so weiter, die ganzen Farben, all die Merkmale, jedes einzelne Merkmal, jeder Lichtpunkt, jede Faser in dem Stoff, jedes bisschen von der Farbe, die da aufgetragen wurde, alles ohne Ausnahme ist ohne Substanz. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das geht jetzt nämlich weiter, als nur zu merken, die Dinge sind ohne Substanz, sogar ihre Merkmale. Das geht ein bisschen weiter, wenn ich drüber kontempliere, dass meine Partnerin von leerer Natur ist. Ne? Dann gehe ich ja jetzt, das sind die heißen Eisen, oder? Da muss man jetzt mal dran gehen, oder? Die geliebtesten Personen in meinem Leben sind von leerer Natur. Okay, also, aber auch jedes einzelne Wesensmerkmal, jedes einzelne, ohne Ausnahme. Nichts von all dem hat Substanz. Das muss man sich mal klar machen. Ja? Also die Analyse bleibt nicht stehen bei dem Gesamtphänomen, was wir irgendwie genannt haben, so und so, mein Partner, so und so, meine Tochter, mein Sohn. Nicht nur das Gesamtphänomen ist ohne Substanz, sondern auch die vermeintlichen Untereigenschaften, die Merkmale, aus denen sich das Gesamtphänomen zusammensetzt. Das ist interessant, oder? Das geht noch mal ein bisschen, es geht noch ein bisschen mehr ans Eingemachte. Es ist nicht nur so ein globales Durchschauen, ja, okay, das sind so auftauchende Phänomene, sondern jeder einzelne Unteraspekt des jeweiligen Phänomens ist auch von leerer Natur. Kein bleibendes Wesensmerkmal. Sie haben gar keine Wesensmerkmale, weil sie kein bleibendes Wesen haben. Sie sind nicht einmal entstanden. Puh, und sie vergehen nicht. Jetzt geht er noch weiter. Der lässt wirklich nichts aus. Wir haben ja noch die Idee, dass wir mal geboren wurden, dass wir mal entstanden sind und dass wir irgendwann mal vergehen werden. Dass irgendwann mal dieser Baum da entstanden ist und dann wird er vergehen. Damit etwas entstanden ist, müsste es wenigstens mal für einen Wimpernschlag als ein Ding existieren. Wenn es nicht einmal für eine kürzeste Zeitspanne unveränderlich existiert, dann kann man nicht behaupten, es sei je entstanden. Es gibt keinen
Abschluss dieses Prozesses. Es entsteht nie ein Ding. Es ist nur Dynamik. In einer Dynamik kann man nie sagen, etwas entsteht. Es sind immer Kräfte, die sich verändern. Es kommt nie zu einem Ding, was man sagt, und jetzt habe ich es, jetzt ist es. Ja? Geht nicht. Was wir existieren nennen, was wir sagen, etwas wird geboren, setzt voraus, dass ein Prozess zum Hervorbringen von etwas führt und dieses etwas bleibt, wenigstens mal für kurze Zeit. Aber ist selbst bei unseren Babys nicht der Fall. Geboren und schon verändert. Geht gar nicht, geht gar nicht. Nichts bleibt. Oh, das ist mit ungeborener Natur der Phänomene gemeint. Ja, finden wir schon im Herzsutra. Ist ja sowas ganz Wichtiges im Mahamudra. Und Judith, die Übersetzerin hier von dem Mondstrahlen, die benutzt dafür auch korrekterweise den Ausdruck unentstanden. Etwas ist gar nicht entstanden. Das heißt, es gab es nie als das, was wir meinen, dass es da ist. Es gab nicht erst einen Baum und dann erkennen wir ihn als leer. Es gab nicht erst ein Ich und dann erkennen wir es als leer. Das Ich ist gar nie entstanden. Es ist ein Ausdruck für eine Summe von Kräften, die in ständiger Dynamik sind. Man kann nie sagen, ein Ich wäre je geboren worden und deswegen kann ein Ich auch gar nie sterben. Es kann auch nie beseitigt werden. Es ist einfach Kräfte, die nicht mehr weiter wirken, weil es dafür einen gehörigen Schuss Täuschung, also Illusion, irregeleitetes Glauben braucht. Wenn dieser Glauben wegfällt, sind die Kräfte nicht mehr vorhanden, die die Illusion eines Ichs entstehen lassen. Es ist nie entstanden, es ist auch nie vergangen. Okay? Das ist damit gemeint. Es ist so profund und alles findet sich in diesem kleinen Herzsutra, 2 Seiten hier. Das ist wahrscheinlich das meist rezitierte Sutra der Mahayana-Tradition. Dieses Herzsutra. Also die Zen-Mönche, die machen nichts anderes, als das Sutra zu rezitieren. Die Theravadins, die rezitieren noch häufiger das Metta-Sutra. Ja, das ist noch ein bisschen häufiger. Aber da ist alles drin. Da ist alles drin an Weisheit. Gehen wir mal weiter, was da noch steht. Sie sind nicht entstanden und sie vergehen nicht. Sie sind weder fehlerlos, noch haben sie irgendwelche Fehler. Weil die Idee von Fehlern, das ist jetzt sehr wichtig, Fehler bedeutet ja Makel, etwas, was nicht so gut ist. Und die Idee ist ja, dass Samsara fehlerhaft ist. Dass da irgendwas verkehrt mit ist. Aber jetzt finde mal einen Fehler. Die Merkmale des Fehlers sind von leerer Natur. Der Fehler ist gar nie entstanden. Das ist eine Benennung für etwas, was sich gerade mal so zeigt. Keine Fehler zu finden. Aber wenn keine Fehler überhaupt je zu finden sind, dann kann man auch nicht von fehlerlos sprechen. Weil es macht einfach keinen Sinn, zu sagen, es ist frei von etwas, was es ohnehin nicht zu finden gibt. Macht keinen Sinn. Es ist weder mit Makeln behaftet, noch ohne Makel. Weil es irrelevant ist. Wenn man sich das klar macht, es ist irrelevant, von Samsara als Problem zu sprechen. Das ist, was hier gemeint ist. Das ist alles kein Problem. Das Problem ist eine hineingedeutete Interpretation, dass wir dieses spontane Erscheinen von Phänomenen Problem nennen. Problem und seine Merkmale sind nicht zu finden, sind von leerer Natur, sind nicht fassbar. Naja, es wird nicht lange dauern und er wird dasselbe über Nirvana sagen. Ne?
Ist doch klar. Ihr müsst euch die Tragweite dieser Aussagen mal so richtig so auf der Zunge zergehen lassen. Es ist einfach wunderbar, ich sag's euch. Alles drin, in diesen paar Zeilen. Sie sind ohne Abnahme oder Zunahme. Da ist nichts, was am Zunehmen ist und am Abnehmen ist, weil damit etwas zunimmt und etwas abnimmt, braucht es ein Etwas. Und diese Etwas, die sind nicht zu finden. Einfach ein Spiel von Kräften. Boah. Also, wisst ihr, wir möchten ja so gern, dass unsere Weisheit zunimmt. Und wir haben Angst, dass sie vielleicht abnimmt. Dafür muss es sie aber erstmal geben. Na, das Weisheitsparameter, von dem wir hier sprechen, zieht uns die Hosen aus, was das angeht. Weisheit, Pustekuchen, nicht zu fassen. Kein Abnehmen und kein Zunehmen. Oh. Was bedeutet denn das? Dass die Weisheit kein Ding ist, das bedeutet es mal auf jeden Fall. Dass die Weisheit, die sogenannte Weisheit, eigentlich davon lebt, dass man sie mit der Unwissenheit, der Nichtweisheit ständig vergleicht. Wenn weder das eine noch das andere zu finden ist, nichts mehr davon übrig. Keine Merkmale von Weisheit, die irgendeine Substanz hätten. Keine Merkmale von Unwissenheit, die irgendeine Substanz hätten. Allmählich wird euch klar, denke ich, was da passiert ist. Ich meine, weiß ja nicht, ob Shariputra und Avalokiteshvara sich irgendwann je begegnet sind. Wird hier so dargestellt. Ist symbolisch. Der Gescheiteste, der Weiseste der Theravada-Tradition, das ist anerkannterweise Shariputra gewesen, trifft auf den sogenannten Mitfühlendsten der Mahayana-Tradition und der erklärt ihm, wie die Dinge laufen. Ein kleiner Propagandatrick, okay? Ja, also müsst ihr nicht so ernst nehmen. Aber was tatsächlich, wie wir das verstehen können, ist, das ist ein Dialog, ein innerer Dialog, ja? Wo wir wie zuhören und merken, wie sich die Dinge klären. Wow. Ja. Jetzt habe ich aber auch schon viel geredet, jetzt müssen wir wieder ein bisschen meditieren. Also ich bin vielleicht mal so gnädig, ich spreche noch 5 Minuten und dann machen wir wieder eine Viertelstunde Pause und dann meditieren wir, damit es irgendwie so gut reinpasst. Und dann sagt Avalokiteshvara, Shariputra, daher gibt es in der Leerheit, in der leeren Natur keine Form, keine Empfindung, keine Unterscheidung, keine Geistesfaktoren und keine Aspekte des Bewusstseins. Es gibt auch kein Auge, kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper und keinen Geist. Alles nur Labels, Benennungen. Wenn du da mal hinschaust, was ist denn damit gemeint? So eine Nase, Nicht für einen Moment dieselbe Nase. Nicht für einen Moment stabil. In ständiger Veränderung. Kein Merkmal dieser Nase ist auch nur für einen Wimpernaufschlag stabil. Weder in der Wahrnehmung noch im tatsächlichen Leben dieser Nase. Und so geht er jetzt durch. Ja, und was macht er denn da? Er nimmt die Ayatanas auseinander. Das sind diese Sinnesfelder, wo es heißt, Erleben entsteht durch Kontakt vom Sinnesorgan Nase mit Sinnesobjekt Geruch und Sinnesbewusstsein Geruchssinn. Wenn die 3 zusammenkommen, dann entsteht Riechen. Und dann nimmt man ebenso kurz auseinander
Keins von den dreien gibt's. Keins von den dreien hat eine echte Existenz. Und damit geht diese Darstellung deutlich weiter als der einfache Abhidharma, wo es immer heißt, dass die drei aus den 6 Sinnesfeldern, immer das Organ, das Objekt und das Bewusstsein, dass die zusammenkommen und deren Kontakt bringt das Erleben hervor. Das sind die 3 mal 6, also 18 Ayatanas. Ja? Wow. Man hat nur noch die Frage, ja, und wie entsteht dann Erleben? Das finden wir vielleicht gar nie raus. Ich hätte schon versprochen nach der Pause, aber vielleicht gibt es ja gar kein Erleben. Das wäre ja so ein bisschen in der Logik der Dinge, oder? Das, was wir Erleben nennen, ist auch wieder so eine Benennung. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir nach der Pause machen, weil die Pause gibt es auch nicht. Ja? Ihr merkt, dass ja, einige von euch fangen an zu grinsen, weil das ist schon sehr humorvoll. Da ist viel Humor drin. Dem Shariputra oder dem Avalokiteshvara, den hätte man schon an die Nase packen können, dann hätte der gewusst, das ist seine Nase. Es ist nicht so, dass es die Nase wirklich nicht gibt, aber sie gibt es auch nicht unwirklich. Und mit diesem Feld, wo man nicht sagen kann, gibt es nicht, mit diesem da drin aufzugehen und zu merken, wow, geht doch. Braucht doch gar nicht zu wissen, ob es die Dinge gibt oder nicht gibt, ob es mich gibt oder nicht gibt. Dieses ganze herausfinden wollen, wer bin ich eigentlich, kann ich mir alles sparen. Ist gar nicht nötig. Ja, darum geht es, da in diesem Bereich jenseits zu deuten. Okay. Also wir sind jetzt schon mal mit der ersten Seite fertig. Das ist schon mal also in dieser Version. Und den Rest machen wir nach der Pause. Wir treffen uns um 4 Uhr wieder. Also, wir werden ein wenig in der Sicht meditieren. Das ist jetzt mehr so die Überlebenden des Stadtrundgangs in diese Herzinfarktstadt, ja, die werden wir jetzt einsammeln und einladen, sich in der erfahrenen Bedeutung niederzulassen. Jenseits von allen Benennungen sind wir einfach so da, ohne irgendetwas zu kontemplieren.
Wir brauchen die nicht fassbare Natur des Seins nicht zu kontemplieren, denn wir sind genau dieses nicht fassbare Sein.
Wir machen noch ein wenig weiter in dem Sutra. Ihr habt jetzt inzwischen mitbekommen, es ist ja so unübersehbar, dass es sich hier um eine Lehrrede in der definitiven Bedeutung handelt. Hier wird nicht mehr in der vorläufigen Bedeutung gesprochen, wo wir so tun, als würde es all diese Geistesfaktoren geben, den Geist selbst auch, und Samsara und Nirvana und so. Das fällt alles weg. Es wird direkt auf die wahre Natur des Seins aufmerksam gemacht. Und so geht es auch gleich weiter. Es gibt keine Form, keinen Klang, keinen Geruch, keinen Geschmack, nichts Tastbares und auch keine Phänomene. Es gibt auch keine Elemente, von denen des Auges bis hin zum Element des Geistes, also es sind auch die Sinnesfelder hier gemeint, die Dhatus und des durch den Geist erfolgenden Bewusstseins. Es gibt weder Unwissenheit noch aufhörende Unwissenheit, bis hin, dass es weder Alter noch Tod noch Aufhören von Altern und Tod gibt. Also damit ist die Kette der 12 Glieder gemeint. Es gibt weder Unwissenheit, noch Gestaltungsfaktoren, noch dualistisches Bewusstsein, noch Name und Form, noch Sinnesquellen, alles, was wir heute Morgen hatten. Wird einfach mal so die zentrale Lehrrede des Buddhas über das abhängige Entstehen in Relation gesetzt, eigentlich alles nur Benennungen, Bezeichnungen für Prozesse, die in ihrem Wesen nicht fassbar sind, obwohl sie, und deswegen auch, weil sie so nicht fassbar sind, deswegen entfalten sie so eine große Wirkung. Ebenso gibt es kein Leid, keine Ursache des Leidens, kein Aufhören des Leidens, keinen Weg zum Aufhören des Leidens, also die 4 edlen Wahrheiten. Keine ursprüngliche Weisheit, also kein zeitloses Gewahrsein. Es gibt kein Erlangen und kein Nichterlangen des Erwachens. Shariputra, aus diesem Grund, weil es kein Erlangen gibt, Nirvana kann nicht erlangt werden, stützen sich die Bodhisattvas auf das Weisheitsparameter und ruhen darin. Vielleicht habt ihr so einen Geschmack bekommen nach dem Sturm der ersten Hälfte vom Herzsutra, wie das so ein wohltuender Sturm ist, der so alles wegputzt. Und dann kann man in dieser Sicht, die eine Nicht-Sicht ist, wo nichts etabliert wird als Sicht, kann man in dieser Nicht-Sicht einfach ruhen. In der Prajna-Parameter ruhen. Tantrisch ausgedrückt, die große Mutter sein. Yum Chenmo sein. Vielleicht hattet ihr so ein bisschen romantische Vorstellungen darüber, was es bedeutet, die große Mutter zu sein. Also jetzt wisst ihr es wirklich. Das ist, was damit gemeint ist. In dieser Sicht zu ruhen. Shariputra, ihr Geist, der Geist der Bodhisattvas, ist frei von Hindernissen und deshalb frei von Furcht. Frei von Benennung und Ergreifen, ja, das wären die Hindernisse, kein Vergegenständlichen und deshalb frei von Furcht. Sie brauchen nicht einmal mutig zu sein. Sie erzeugen nicht dieses Vergegenständlichen, wodurch dann Furcht entsteht. Keine Furcht vor Samsara. Sie überwinden alle Täuschungen und gelangen so zur Vollendung, dem Nirvana.
Dies ist dieses nirgends verweilende Nirvana. Das muss ich noch dazu sagen. Das ist ein Nirvana, was nicht mehr im Kontrast zum Samsara ist. Das ist das Nirvana, was völlig unabhängig ist. Das ist dieses freie, offene Sein, völlig unabhängig von einem Kontrast zu einem vermeintlichen Samsara. Es ist die wahre Natur von allem, was wir erleben. Genauso sind auch alle Buddhas der 3 Zeiten voll und ganz zur unübertrefflichen, völlig vollendeten Buddhaschaft erwacht, indem sie sich auf das Weisheitsparameter gestützt haben. Daher ist das Mantra des Weisheitsparameter das Mantra der großen Erkenntnis, das unübertreffliche Mantra, das Mantra, das dem Unvergleichlichen gleicht, das Mantra, das alles Leid völlig entfernt. Und weil es untrügerisch ist, erkenne es als wahr. Dies ist das Mantra des Weisheitsparameter. Was für ein Mantra könnte untrügerisch wahr sein? Das muss ein Mantra sein, in dem nichts behauptet wird. Okay? Wo keine neuen Sichtweisen aufgestellt werden, keine Behauptungen. Deyata, hört. Om, Gate Gate, Pada Gate, Pada Samgate, Bodhi Swaha. Hört, Om. Om ist so die Anrufung der Weisheit, der Prajnaparamita. Gegangen, gegangen, hinübergegangen, völlig hinübergegangen, erwachen, das ist es. Völlig jenseits gegangen, jenseits aller begrifflichen Fixierungen, jenseits alles erreichen wollens und der Furcht, nicht erreichen zu können. Völlig, völlig, völlig gegangen. Shariputra, so sollte sich ein Bodhisattva, Mahasattva im tiefgründigen Weisheitsparameter üben. Daraufhin erhob sich der Buddha aus seinem Samadhi und stimmte dem Bodhisattva Mahasattva, dem edlen Avalokiteshvara, zu. Gut so, Sohn der edlen Familie, genau so ist es, Sohn der edlen Familie, genau so ist es. Und da es so ist, wie du es erklärt hast, sollte das tiefgründige Weisheitsparameter in dieser Weise praktiziert werden. So werden sich auch die Tathagatas daran erfreuen. Der Buddha gibt seinen Stempel und sagt, cool, genau so ist es. Gut gesprochen, mein Sohn. Und damit wird diese Lehrrede von Avalokiteshvara in den Stand einer Unterweisung erhoben, hinter der Buddha steht. Nachdem der Buddha diese Worte gesprochen hatte, erfreuten sich der ehrwürdige Shariputra, der Bodhisattva Mahasattva, der edle Avalokiteshvara und die ganze Versammlung von Göttern, Menschen, Asuras, das sind die Halbgötter, und die Gandharvas, die himmlischen Boten und Botinnen, und priesen die Worte des Buddha. Und wir lassen uns noch einmal drauf ein, und diesmal mit dem Gate-Mantra. Ihr könnt während des Gate-Mantras euren Blick über das Sutra schweifen lassen und nochmal schauen, ob es irgendwo ein Erinnern braucht. Und diejenigen von euch, die das gerne möchten, die können sich vorstellen, als die große Mutter zu praktizieren. Ganz zur großen Mutter, zur Prajnaparamita zu werden und alle Wesen einzuladen. Theata, hört, Theata. Om Gate Gate, Pada Gate, Pada Samgate, Bodhi Swaha. Das bedeutet so viel
Jenseits gegangen ist das Erwachen gerade hier. Teyatam Gate Gate, Paragate, Parasam Gate, Bodhiswa. Paragate, Parasam Gate, Bodhiswa. Teyatam Gate Gate, Paragate. Teyatam Gate Gate, Paragate, Parasam Gate. Teyatam Gate Gate, Paragate, Parasam Gate. Teyatam Gate Gate, Paragate, Parasam Gate, Bodhiswa.
Lass das Mantra völlig anstrengungslos fließen, so als würdet ihr dem Lausch eines murmelnden Baches zuhören oder den verborgenen Klängen im Innersten eines Berges oder in den Tiefen des Ozeans. Teyada Om Gade Gade Bara Gade Bara Sam Gade Bode So Fame
Und wieder mal eine Pause. Eine Pause von der Pause. Also wir treffen uns wieder um 5 Uhr. Aufnahme läuft. Diese Unterscheidung zwischen letztendlicher Bedeutung und vorläufiger Bedeutung, die ist gar nicht so ohne. Die ist so wichtig. Ja? Um sprechen zu können, um kommunizieren zu können, brauchen wir Worte, die sich nicht die ganze Zeit verändern können. Das geht nicht. Sonst würde es niemand verstehen. Das heißt, wir erzeugen, um sprechen zu können, um kommunizieren zu können, erzeugen wir Begriffe, die eine gewisse abstrakte Natur haben, die bezeichnen. Zum Beispiel, wir nehmen das Wort Wasser. Ne? Es gibt nie dasselbe Wasser. Jedes Wasser ist anders. Jeder Schnee ist anders. Jede Wolke ist anders. Ja? Und wir haben diese Begriffe, um etwas benennen zu können, um uns verständlich machen zu können. Guck mal, da hinten der Mond. Ja? Oder, ja? Ich komme dich besuchen, wenn die Sonne im Zenit steht. Ja? So, lauter abstrakte Begriffe. Aber wir wissen, beim Höchststand der Sonne komme ich dich besuchen. Ja? So brauchen wir. Wir brauchen so Begriffe, aber das sind alles abstrakte Begriffe, die so tun, also die uns den Eindruck erwecken können, dass es da etwas Gleichbleibendes gibt, das man Wasser, Wolke, Baum, Sonne und so weiter nennt. Dabei sind das alles sich wandelnde Phänomene schon mal außen und in der Wahrnehmung sowieso. Aber wir brauchen das. Dieser ganze Unterricht, das ist ziemlich ätzend, ne? Dieser ganze Unterricht sind abstrakte Begriffe. Das ist wirklich so, wow. So viel Worte, um dann ins Spüren zu kommen. In ein Spüren, was dann erhellend wirkt. Also wo etwas passiert jenseits der Worte. Das ist die Kunst des Dharma-Unterrichts. Das nennt man das Unterrichten mit der vorläufigen Bedeutung. Diese vorläufigen, nicht wirklich wahren Begriffe, die weisen auf etwas hin, was sie übersteigt. Und wenn man das versteht, dann ist es einfacher. Dann lässt man sich nicht so täuschen von zum Beispiel der Tatsache, dass da von Geist gesprochen wird. Ne? Müssen wir mal lesen, so im Ozean des wahren Sinnes vom Karmapa, das ist schon ziemlich letztendlich, was da alles drinsteht. Aber wie oft da das Wort Geist vorkommt, möchte ich gar nicht wissen. Ja? Und den gibt es gar nicht. Ja? Also der ist nicht als ein Ding zu finden, das schreibt er auch da dran. Trotzdem spricht er die ganze Zeit von der Natur des Geistes. Und damit muss man zurechtkommen. Wenn man Dharma studiert, muss man sich der Vorläufigkeit der Begriffe bewusst sein. Das hilft ungemein. Ich möchte euch jetzt wieder in eine Meditation führen, einfach weil es mir irgendwie mehr Spaß macht, als viel zu reden. Könnte ja auch hilfreich sein. Und so ein paar Hinweise auf das Jenseits der Worte. Okay? Macht es euch wieder sozusagen bequem, angenehm, so dass es auszuhalten ist.
Wir nutzen Worte. Ich spreche so gern vom offenen Sein. Auch die Texte sprechen davon. Sein ist sowieso schon mal ein kritischer Ausdruck. Sein oder nicht sein. Ja? Wo wir da wieder einsteigen, wenn wir uns darauf einlassen. Eigentlich ist nur gemein, zu leben, zu erleben. Es sind so etwas weniger verfängliche Worte. Und offen bedeutet, möglichst ohne irgendetwas zu benennen, ohne uns gegen etwas zu sträuben. Ja, plötzlich landet man in jeder Menge Verneinungen. Nicht greifen, nicht verspannen, nicht kämpfen, lauter so Verneinungen. Und eigentlich, was gemeint ist dieser offene Raum, der sich auftut, wenn all das nicht mehr stattfindet. Wir sprechen davon, der Unbeständigkeit gewahr zu werden, Anicca, des Wandels gewahr zu werden. Das macht aber nur Sinn, solange wir an Beständigkeit glauben. Solange wir an etwas Statischem festhalten, dann macht es Sinn, uns auf den Wandel aufmerksam zu machen. Den Wandel gibt es gar nicht. Es ist nur ein abstrakter Begriff.
Auch Gampopa zitiert im Weisheitskapitel, Kapitel 17 im Schmuck der Befreiung, die Preisung der Mutter. Das ist die Preisung der Prajnaparamita. Befreiende Weisheit jenseits von Worten, von Denken und von Ausdruck. Ungeborene, unvergängliche Natur des offenen Raumes, des Raumes der Phänomene. Erfahrungsbereich des zeitlosen Gewahrseins. Befreiende Weisheit, die jedes einzelne Phänomen spontan erkennt. Mutter der Siegreichen aller drei Zeiten, vor dir verbeuge ich mich. Das ist so die Praxis, jenseits von Worten, jenseits von Vorstellungen, jenseits von Denken, da drin zu verweilen, das ist so unsere Ehrerbietung, unsere Verbeugung zur Mutter der Siegreichen aller drei Zeiten. Und direkt nach dem Zitat schreibt Gampopa, das beendet die Erläuterung darüber, was in Bezug auf Weisheit oder den Geist zu verstehen ist. Das war für ihn das Wichtigste. Also ein Verweilen jenseits von Vorstellungen im vollen Verständnis der Natur des Seins. Also nicht in Dumpfheit abgleiten. Alle haben ja gern mal jenseits von Vorstellungen, von Denken zu verweilen. Also ohne sich in eine Blase zu flüchten, in der Schau, wo es nichts zu sehen gibt. Das ist diese Schau, von der gesprochen wird und die nicht beschreibbar ist. Genau das Nicht-Beschreibbare so klar zu erleben, das ist gemeint mit befreiender Weisheit. Man nennt das manchmal unmittelbares Erleben oder direktes, nacktes Erleben. Nackt in dem Sinne unmittelbar, weil nichts dazwischen kommt. Keine Begriffe, keine Vorstellung, keine Glaubenssätze, auch keine buddhistischen Glaubenssätze. Nichts von all dem. Einfach so. Ja, so viel für jetzt mal. Wollen wir mal hören, was sich da so an Bemerkungen, an Fragen angesammelt hat. Ist noch irgendwas gültig von dem, was ihr da hineingetippt habt in den Chat an Fragen? Oder können wir uns die alle sparen? Ihr seid frei, die Hand zu heben. Ne? Manche sind wieder rausgenommen worden. Und der Manuel fragt, wieso wird gesagt, es existiere keine Ursache, wenn alles bedingt entsteht und vergeht? Ja genau, weil alles bedingt entsteht und vergeht, gibt es auch keine Ursache, weil die ist auch bedingt entstanden. Das heißt, es gibt sie gar nicht. Selbst die Ursachen verwandeln sich im selben Moment, wo wir sie benennen. Eine fixe Ursache, die irgendwie existiert, gibt es auch nicht. Ja, so einfach ist das.
Man kann das noch ein bisschen philosophischer alles erklären, aber eigentlich gar nicht nötig. Oh, da sehe ich die Gitti. Noch hast du dich nicht freigeschaltet? Drück nochmal auf den Audioknopf. Jetzt bist du frei. Ja. Also kann sein, dass meine Frage ziemlich blöd ist, weil ich das natürlich nicht genug verstehe. Aber alles, was du jetzt auch gesagt hast, über wie wir Sprache benutzen und wie unzureichend es ist und wie vorläufig, verstehe ich. Und auch, dass wir immer wieder versuchen, irgendwie aus Prozessen so harte Wahrheiten zu machen und die dann gegenseitig um die Ohren hauen. Das verstehe ich alles. Und das heißt aber immer, oder so sagst du es ja auch, dass die Dinge nicht so sind, wie wir das mit Sprache ausdrücken. Aber die sagen da in dem Sutra ja dauernd, das gibt es nicht. Das ist ja eine ganz andere Aussage. Die sagen ja nicht, Riechen oder Nase, das sind Begriffe, die gibt es so, also das sind Begriffe, aber die Dinge sind sozusagen irgendwie anders oder mehr, sondern die sagen, kein dies, kein das, kein gar nichts, kein gar nichts, kein gar nichts sozusagen. Und ist es nicht eine andere Aussage letztendlich? Nee, ist dieselbe Aussage, nur ein bisschen unverfrorener. Nicht so nett serviert, sondern ein bisschen provozierender. Okay, aber es ist ja schon sehr krass zu sagen, also das irgendwie am Ende findet man das nicht so attraktiv. So. Ja, das verstehe ich. Das ist nicht ganz so unser Geschmack. Nee. Okay. Übrigens, Gitti, bevor du dich jetzt ausschaltest, du hast gemerkt, dass obwohl diese Worte alle irgendwie nicht das treffen, was sie beschreiben, du merkst, dass ich mir unheimlich Mühe gebe, die richtigen Worte zu wählen. Ne? Das eine schließt das andere nicht aus. Weil die Worte nicht so gut beschreiben, ja, was eigentlich die Absicht wäre, müssen wir sie eigentlich umso sorgfältiger wählen, ja, um ein bisschen näher ranzukommen, ja, um das Bedeutungsfeld besser aufzuspannen, damit das Eigentliche hinter den Worten leichter erspürbar wird. So. Das finde ich total genau so, aber wenn das sozusagen so krass formuliert ist, dann ist das für mich so nicht alltagstauglich. Also da kann ich ja gar nicht anknüpfen, sondern ich kann an das anknüpfen, was du jetzt sagst. Das soll auch nicht alltagstauglich sein. Das ist überhaupt nicht die Absicht. Das soll Yogi-tauglich sein. Der Yogi, der das alles schon so ziemlich so spürt, der weiß, dass es gar keine Nase gibt. Du weißt nicht hier im Gesicht, wo fängt die Nase überhaupt an und wo hört sie auf. Das sind fließende Übergänge, selbst das ist nicht festzulegen. Das ist ziemlich künstlich. Und so ist es bei allem. Wo fängt eine Ursache an und wo hört sie auf? Das ist gar nicht festzulegen. Das ist ein dynamisches Geschehen. Darum gibt es keine Nase. Verstehst du? Verstehst du? So einfach ist das. Das ist direkte Sprache, unverhohlen und wow. Und das löst dann so ein Nachdenken aus wie bei dir und das ist gewünscht. Dieses Nachdenken ist gewünscht. Ja, und die Zen-Leute, die sind zum Beispiel jetzt, die haben es gern ein bisschen krass. Ja? Und deswegen rezitieren sie so gern das Herzsutra, weil sie es gern ein bisschen krass haben. Okay, ja? danke. Gut. Okay, da sind jetzt ein paar in der Leitung. Also der Jürgen ist, glaube ich, der Nächste. Ja, hallo. Grüß dich, Jürgen. Mir ist seit ein paar Monaten, keine Ahnung, seit einiger Zeit, sage ich mal so, zunehmend immer mehr klar geworden, ja, dass ich die Dinge und so weiter nicht existieren, weil, also für mich ist das die wichtige Aussage, dass es alles prozesshaft ist, dass es einfach sich alles verändert. So, jetzt
gibt es aber in meinem Leben immer wieder Situationen, die mich emotional sehr stark fordern. Jetzt könnte ich die Logik einschalten und sagen, boah, die Emotionen existieren nicht. Oh, dann wären wir ja in der zweiten Extrem. Die zweite extreme Sichtweise ist, die Dinge existieren nicht. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja, weil dein Lautsprecher ist an. Okay. Okay. Erzähl, was hast du nicht verstanden? Kannst du diesen Satz noch mal sagen oder irgendwie ein bisschen anders ausdrücken? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dass das die Behauptung der Nicht-Existenz ist. Du verwechselst leere Natur und nicht existent. Ich glaube, hier Mikro. Ja, kannst du mich noch verstehen, Jürgen? Aber ich... Der Jürgen muss sich nochmal freischalten. Oder wieder stumm schalten. So wie jetzt? Ja. Ja. Kannst du mich nochmal verstehen? Okay. Ich verstehe nicht, was du mir gesagt hast, was ich nicht verstehe. Ich habe Mühe mit der Rückkopplung. Aber, hör zu, es gibt einen riesen Unterschied zwischen leerer Natur und Nicht-Existenz. Leere Natur bedeutet, dass etwas nicht fassbar ist. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ja, und wie gehe ich da jetzt vor, dass ich damit geschickter umgehe, wenn diese Emotionen kommen, die meinetwegen von anderen ausgelöst werden? Ganz einfach nicht vorgehen. Nichts machen, sondern schauen, wie diese Emotion gar keine Substanz hat. Du gibst ihr so viel Wirklichkeit, dass du, um sie wegzuhaben, ins andere Extrem fällst, ihr die Wirklichkeit aberkennen zu wollen. Dabei wirkt sie, das sind Kräfte, aber ohne Substanz. Nichts Bleibendes. Solange du diese Kräfte nährst, werden sie weitergehen. Das heißt, wenn du mit der Emotion was vorhast, nährst du eigentlich die Emotion. Nichts mit ihr vorhaben. Okay. Also sozusagen, ja, nicht reagieren. Okay. Kann ich was mit anfangen? Ich sag noch mal was. Jürgen, wenn du hast schon so viel Dharma gehört, du weißt, diese 5 Arten des Arbeitens mit Emotionen, diese 5 Schritte, du hast davon schon gehört. Meine Antwort war jetzt der 4. Schritt. Du darfst die anderen Dinge gerne anwenden, 1., 2., 3. Schritt. Jetzt diese Antwort ist, wie du wirklich die leere Natur der Emotionen erkennen kannst.
Es geht nicht darum, dein Problem zu lösen, sondern die Natur des emotionalen Geschehens zu durchschauen. Okay, Gut, danke. Gut, danke. Und jetzt kommt der Jan. Also jedenfalls, wenn ich richtig sehe. So, Mikrofon an. Hallo. Grüß dich. Meine Frage ist, ob es dazu eine Art Geschmackserleben gibt. Ich war jetzt zwischendurch in der Pause draußen und ich kenne das Erleben von einem Mitgefühlsstrom oder auch von dem Gefühl, dass tatsächlich, als würde ein Vorhang an die Seite gehen und man ist dann im Mitgefühlsstrom oder ein bisschen, also zumindest durch die Dualität sozusagen hindurch oder mal einen Moment raus. Und es hat sich vorhin gerade wie so ein ganz leichtes, verbindendes Prickeln angefühlt. Also genau, meine Frage, wie formuliere ich die richtig? Gibt es dazu eine Erlebnisbeschreibung? Du hast sie gerade gegeben, das war super. Ich bin jetzt so... Und das, also was mich halt faszinierend fand, das hatte ich so in der Form, kenne ich das nur, also es ist ein bisschen, als wäre das ein buntes Fernsehrieseln zwischen allen Dingen. Also ich weiß nicht, wie so eine ganz feine Frequenz, die aber in sich, ich kann es nicht beschreiben und ich fand es auch vorher beim Nachdenken oder beim Meditieren war das so, wo ich gemerkt habe, mein Verstand ist damit gar nicht einverstanden, was wir hier machen und kann das auch gar nicht greifen. Und draußen in der Pause gab es so eine Lösung und da war aber also ich kenne das eben mit diesem Mitgefühlsstrom und da war so ein bisschen die Frage, so ein bisschen so, als wäre das die Leinwand von allem oder so. Ich kann es nicht, genau, ich finde es ganz schwierig, das in Worte zu kleiden. Ja, Jan, ich werde dir nochmal andere Worte anbieten. Meine Worte sind nicht besser als deine, sind nur anders und das hilft manchmal, das eigene Erleben ein bisschen besser zu spüren. Ja. Schau, das ist tatsächlich so ein Hintergrundserleben, was du da hattest. Du warst glücklicherweise in der Pause, das heißt, du hattest nicht vor zu meditieren, du warst nur so unterwegs und ziemlich offen und unbeschwert. Super Voraussetzung. Ja. Und du hast diese Hintergrundresonanz, die immer da ist, als ein feines, ich glaube, du sagtest sowas wie so ein prickelndes Mitgefühl erlebt. Ja? Das ist etwas, was tatsächlich zur Grundnatur unseres Seins gehört. Wenn wir so unbeschwert und offen sind, sind wir auch in Resonanz. Wenn sich das ganz weit entwickelt, ja, wenn es also ganz frei wird, dann wird das zum Gewahrsein der leeren Natur mit dem Herz des Mitgefühls. Das ist der technische Ausdruck. Ja. Aber so wie du es beschreibst, wunderbar, schön, dass sich das gezeigt hat, weil das ist etwas, was du nicht produziert hast. Ja. Ja, das habe ich gemerkt, dass ich das nicht produziert habe. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, danke schön. Okay. Ich mache Gut. die Kamera wieder aus, weil ich gucke auf dem Computer, deswegen ist die meistens aus. Alles klar. Ja, okay. Da Ciao, ist kein Jan. Mikro. Danke, schönen Abend, bis morgen. Bis morgen. Oh, Richard, schön, dich wieder zu sehen. Hi, Tillmann. Ich habe eine Anmerkung zu gestern. Da hast du ja gesagt, mit dem heilsamen Gestalten. Und ja, ich habe bisher immer versucht, möglichst wenig einzugreifen, also einfach nur zu sein. Und dann dauert es aber oft lange, bis ich dann in dieses offene Gewahrsam oder was auch immer bei mir dann ist, hinkomme, zumindest wo es dann leicht wird. Und dann habe ich mir gedacht, das klang jetzt gestern ganz gut, dass ich dann doch ein bisschen eingreifen kann, habe mir dann den Satz gesagt, wie wäre es, wenn ich und alle Lebewesen frei von Leiden wären? Also quasi schon dort bin, also in diesem Sehr schön. offenen Raum. Und das hat gestern super geklappt. Da habe ich dann verstanden, ich muss vielleicht gar nicht so eine Sorge haben, ich kann vielleicht doch ein bisschen eingreifen auf dem Weg dahin und dann loslassen. Und dann muss ich ja nicht mehr irgendwas wünschen. Also das heißt, dass ich dann diese 20 Minuten, die ich sonst oft mit Zählen beschäftigt bin, weil ich weiß, irgendwann passiert es. Ja, dass ich das vielleicht schneller oder das
war gestern auf jeden Fall so, gestern Abend auch noch mal so. Jetzt denke ich mal, okay, das habe ich so verstanden, dass ich das so, ja, dass es okay ist, so auf dem Weg dahin auch da eine clevere Methode, um ein bisschen Geschwindigkeit zu haben. Ja, das ist völlig okay. Ich würde es noch ein bisschen vielleicht vereinfachen und sagen, so, ich öffne mich dem Sein, frei von Komplikationen. Oder ich öffne mich dem, ja, dem Sein, wo alle Lebewesen frei von Leid sind. Oder ich lade das ein. Ja, du kannst so ein bisschen direkter das noch ausdrücken und dann, Ja. ne? Gut, das ist wahrscheinlich, weil ich das von früher von Entspannungsübungen kenne, wie wäre es, keinen Schmerz mehr zu haben. Da hat sich der Körper vielleicht erinnert und dann Sehr muss gut, spielerisch sehr sein, gut. was bei mir so funktioniert. Ja, Und sehr dann gut. noch ganz kurz zu heute. Ja, also mich gibt es ja nicht, na, mich gibt es ja schon, aber nur nicht so. Für mich war dann die Konsequenz, oder das in drei Worten von dem Herz-Sutra ist für mich Kapitulation, Kapitulation, Kapitulation. Also loslassen, loslassen, loslassen. Spannend, spannend. Das dachte ich mir, was soll ich mich da noch irgendwie groß anstrengen? Also schon irgendwie mit den geschickten Mitteln irgendwo hinkommen und spätestens dann einfach also loslassen von irgendwas wollen, irgendwo hin wollen. Ja, es war so ein tiefes Gefühl von ich gebe auf. Also, aber es war kein negatives Gefühl, also schon irgendwie so ein Aufgeben, aber schon mit dem Wissen, ja, das ist schon okay, aber ich gebe auf. Das ist doch super. Das ist der neue Richard. Ganz so, aber doch anders. Super. Danke dir. Christine? Ja, das passt ein bisschen, glaube ich, zu dem, was Richard gesagt hat. Also erstmal habe ich gemerkt, dass ich mit diesem Herzsutra unglaublich stark in Resonanz gehe. Also da ist irgendwie eine riesengroße Bereitschaft in mir, das irgendwie zu spüren. Ich spüre das körperlich, was du da vorgelesen hast. Das war wirklich sehr berührend. Und ich habe in der Meditation kam mir der Gedanke, dass ich diese Konzepte von Samsara und Nirvana ganz viel mit mir rumtrage, mit der Idee, ich stecke voll in Samsara fest und ich will auf die andere Seite. Und durch dieses Mantra, was du gesprochen hast, dieses hinübergegangen, das war wie so ein, das hat mich irgendwie ganz weit weggebracht von diesem Kampf. Also ich habe irgendwie mitgekriegt, ich bin mit mir selbst im Kampf, weil ich denke, ich bin irgendwie falsch oder ich mache was Falsches und ich bin auf der falschen Seite und ich will woanders hin. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das ist absolut nicht es ist einfach nicht die Ebene, es ist was völlig anderes. Und diese Kampfzone aufzugeben, hat eine solche unfassbare Ruhe gebracht plötzlich. So ein Gefühl von totaler Weite und Entspannung ist das total falsche Wort, weil das war was völlig anderes. Ich kann es auch nicht beschreiben, aber es war wirklich sehr, sehr berührend und mir liefen dann auch die Tränen. Das passiert dann immer, wenn irgendwas Bedeutsames für mich in der Meditation passiert, dann laufen mir die Tränen, aber ich bin gar nicht traurig. Einfach sehr berührt. Und das wollte ich einfach nur teilen. Ich fand das sehr, sehr schön. Mich berührt das auch ganz arg, wie du das jetzt teilst. Und ich freue mich irre mit dir. Wunderbar, wunderbar. Großartig. Danke fürs Teilen. Danke auch. Na, Iris? Ich will eigentlich den schönen Moment gar nicht zerstören mit meiner Frage jetzt, aber
ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das nicht so viel bringt, es so auseinanderzuhalten. Also mit dem, jetzt lasse ich alles los. Ich hatte mehr das Gefühl, es ist so ein paradoxes Grundverhältnis, was die ganze Zeit am Werke ist. Also nur weil es keine Form gibt, ist gleichzeitig alle Form da. Also dass die Grundkonstruktion unseres Daseins oder Erlebens immer ein Paradoxes ist. Also nur weil es keine Form gibt, gibt es gleichzeitig alles an Form. Und dass das Erleben dann immer nur in einer Brechung passiert, also indem sich das eine in dem anderen bricht, ergibt sich die Wirkung und die erleben wir dann. Und Iris, ich möchte dich kurz unterbrechen. Ist dir bewusst, dass du neu formuliert hast, entsprechend deinen eigenen Glaubenssätzen? Das hieß dort nicht, dass es keine Form gibt. Stand nirgendwo, wurde auch nie gesagt. Weißt du, nur dass, weil es keine Form gibt, gibt es Form. Das stand da nicht. Es stand da was von leerer Natur, nicht fassbarer. Ja? Und deswegen brechen sich da jetzt keine, es klingt paradox, das ist absolut, das sehe ich auch so, es geht mir auch so, aber es bricht sich nicht etwas aneinander. Da kommen jetzt plötzlich wieder dualistische Vorstellungen hinein. Kannst du mir folgen? Ja? na, ich finde die nicht so dualistisch, weil wenn sich das, also das ist so der Zusammenhang zwischen Relation und Absolutem. Also in meinem Erleben habe ich das Relative, also dann bricht es sich vielleicht auf in dem, also es entsteht was, also wenn ich einen Film gucke, ne, dann hatten wir ja gestern das Beispiel, dann entsteht zwischen Betrachter und Leinwand kein Verschmelzen, sondern ein neues, unabhängiges Drittes. Weil es eine Leinwand gibt und einen Betrachter. Und dann gibt es etwas Neues, unabhängiges Drittes und das ist auch universal und apersonal. Iris, ich muss wieder eingreifen. Das ist dann wieder persönlich. Iris, ich muss wieder eingreifen. Aus der Herzsutra-Perspektive gibt es weder den Betrachter, noch die Leinwand, noch etwas Unabhängiges Drittes. Jede Konstruktion von all diesen dreien, die nicht zu finden sind, ist wieder ein neuer Irrtum. Puh, gell? Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt ein schwerer Tobak, ne? Aber ich will dich nur davor bewahren, vorschnell ins intellektuelle Spekulieren zu gehen über das, was du da gerade gehört hast, was du vielleicht auch schon mehrere Male gehört hast. Da ist immer, da schwingt im Hintergrund, schwingen so die Muster des Vergegenständlichens und des Verneinens mit, weißt du? Aus der leeren Natur eine Nicht-Existenz der Form zu machen oder aus dem Beobachten und der Leinwand und aus dem Dritten, was dann entsteht, etwas real Existierendes zu machen. Diese Muster, die sind gerade aktiv. Ich muss dich nur darauf hinweisen, das ist nicht tragisch, das machen wir die ganze Zeit. Aber wenn es darum geht, jetzt hier das zu verstehen, was ich gerade versucht habe zu vermitteln, dann muss ich darauf hinweisen, dass es ein Missverständnis ist. Oh, ich sehe dich jetzt ganz nachdenklich. Ich wünschte, ich könnte dir das noch ein bisschen erleichtern. Ich glaube, ich möchte jetzt anknüpfen an das, was du kennst, und zwar mit dem paradoxen Leben, ohne es lösen zu wollen. Okay? Wenn du das hinkriegst, zum Beispiel jetzt das Paradoxe von dem, was du gehört hast, was da so anklopfst, und es stehen lassen zu können, okay, vielleicht ist die Natur des Seins ein bisschen paradox. Ja? Form und leere Natur. Da können wir ja so, klingt wie für den normalen Verstand klingt es paradox. Okay, ich lasse das einfach mal stehen. Wenn du das entwickeln kannst, so,
es einfach mal stehen zu lassen, dann verbaust du dir nichts. Das ist wunderbar. Wer mit dem Paradox leben kann, der ist schon sehr, sehr weit gegangen. Okay, alles gut. So, wo geht es weiter? Ach, aufgrund dessen, was Iris gerade geteilt hat, kann ich euch ja auch ein bisschen noch was teilen von diesem Weg mit den Paradoxen und der Existenz und der Nicht-Existenz. Wir sind es so sehr gewöhnt, in Polaritäten zu denken. Sein, nicht sein, ja, so, diese Polaritäten sind wir so, so stark gewöhnt. Und das, was wir Befreiung nennen, jetzt dieser mittlere Weg, dieses Madhyamika, das ist nicht eine Lösung für die Polaritäten und die scheinbaren Paradoxe zu finden, sondern auszusteigen aus dem Zwang, Lösungen finden zu müssen. Das ist ein großer Unterschied. Sich positionieren zu müssen. Und dann ist das, was wir früher aus der dualistischen Sicht als Paradox erlebt haben, dann ist das plötzlich das Wunder, das Staunen, die Magie des Seins. Und es ist ganz offenkundig, dass es nur so sein kann, aber es ist trotzdem ein Wunder. Aus dem Paradox wird ein unglaubliches Geschenk, wo wir nur so wie so manche Texte beginnen, wir können nur so sagen, Emaho. Wow, würden wir sagen. Ne? So. Die Übersetzung ins Englische von Emaho ist wow. Ja, und dieses, ich erinnere mich noch als junger Übersetzer, und im Tibetischen stehen da keine Worte zwischen, weißt du, Form und Leer, Leer und Form. Da sind wir als Übersetzer, sind wir so geneigt, Form und doch Leer, Leer und doch Form. Ich habe mich dabei ertappt, wie alle anderen Übersetzer eigentlich auch, da so ein Doch hineinzuschreiben. Weil in meinem Bewusstsein das erstmal Widersprüche waren. Hat eine Weile gedauert, ein paar Jahre, bis ich gemerkt habe, wow, steht da erstmal gar nicht? Weil das Tibetische mit weniger Worten auskommt, das ist ein Grund. Und zum anderen ist das auch gar nicht der Sinn. Und darum habe ich heute in der Erklärung, also im ersten Teil, habe ich ein Weil eingefügt. Ja? Weil leer, deswegen Form. Weil erscheinend als Form, deswegen leer. Das war bewusst, um unsere Muster des Dochs und Abers, die Gegensätze zu erzeugen. Ja? Um das aufzulösen. Und das ist genauso, wie uns das die Meister auch erklären. Es kann gar nicht anders sein. Ja? Es sind keine Gegensätze. Und unser dualistischer Geist, der erzeugt so Gegensätze, Polaritäten, Gegenüberstellungen, die sich miteinander reiben. Da tauchen dann so Sätze auf, je mehr Licht es gibt, desto mehr Schatten gibt es. Lauter Glaubenssätze, weil wir in der Dualität leben. Es gibt nicht mehr Schatten, wenn es mehr Licht gibt. Es gibt weniger Schatten. Okay? Es wird alles hell. Wenn das Gewahrsein sich ausbreitet, wird alles hell. Es ist nicht, dass mehr Schatten auftauchen. Das sind so typische so Glaubenssätze, mit denen wir unterwegs sind, die aus unserer ganz starken dualistischen Prägung stammen. Und obwohl ich so viel meditieren durfte, es hat mich Jahre gebraucht,
Also nochmal Jahre, nachdem ich eigentlich das schon verstanden hatte, nochmal Jahre, bis es den Weg in die Sprache gefunden hat. Wollte ich mit euch teilen, damit ihr nicht verzweifelt. Ja? Nicht verzweifelt. Hauptsache, ihr schafft es mit den vermeintlichen Gegensätzen, den vermeintlichen Polaritäten und so zu leben und sucht erstmal nicht nach Lösungen, weil das sind nicht Lösungen, die man findet durch Suchen, sondern die Lösung ist schon in der Natur des Paradoxen. Das Natur des Paradoxen ist das Nicht-Paradoxe. Und das ist jetzt wirklich paradox. Ja? Die Natur des Paradoxen ist das Nicht-Paradoxe. Es ist alles total stimmig innen drin. Es ist an diese totale Stimmigkeit des Seins, das ist Ausdruck des Erwachens. Ja? So, da wird einem das offenkundig, dass was andere für Paradoxe halten, dass das einfach nur völlig stimmig ist. Dass es völlig stimmig ist, von dem Geist zu reden und gleichzeitig davon zu sprechen, dass noch nie jemand den Geist gesehen hat. Das ist völlig stimmig. Ja? Und so weiter und so fort. Das wollte ich noch mit euch teilen. Vielleicht hilft das ein bisschen. So. Ein bisschen Geduld zu haben. Vielen Dank für die Herzchen, Manuel und Jan und wer da alles, Michael und von Walter, überall kommen. Da kommt noch Eiscreme, kommt da noch. Jesus Gott, was da alles entsteht. Na, sind wir so weit, dass wir widmen können? Wir widmen das Nicht-Fassbare. Und wohin widmen wir es? Ins Nicht-Fassbare. Ja? Niemand widmet das Nicht-Fassbare ins Nirgendwohin. Senam de tam jese panen tapne ne penjanam pamjene genga na chim palam jumpaye si pensolen rawasho Jambem bhavun jitakyam padang kuntu sampodayang deshinte Deda kunje jesu dat lobjeng gewan deda tamje laptungo Sangye kusum nebejen lamdan chene menjodem bejen lamdan Gendum ejedum bejen labjin jindang owaman lamdum pajo Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Ruht euch gut aus. Morgen ist die nächste Runde für die Überlebenden. Macht's gut. Ganz schönen Abend.